Was ist das für eine Automarke? Sie heißt Zeekr, entwickelt in Europa für Europäer aus China. Und ich stelle euch heute das neueste und wohl beliebteste Modell, der 7X, vor. Schauen wir das Auto vorne mal an. Wir haben eine durchgezogene Lichtbar, Lufteinlass, die sich beim Fahren öffnet. In der Allrad-Version haben wir die grösseren 21 Zoll Lichtmetallfelgen mit orangen Bremsklötzen. Bei der Privilege-Ausführung, so wie wir es hier haben wir Bicolor-Lackierung, schwarzes Dach und farbigen Body. Der Gesamteindruck von dem Auto ist für mich positiv überraschend. Überraschend positiv. Der Motorkonzern ist auch Geely Holding. Darunter ist Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co. Man sieht, es ist inspiriert von anderen Marken und trotzdem ist es so ein sein eigenes Ding. Der Zeekr 7X gibt in 3 Ausführungen: der Core, Long Range und Privilege AWD. Der Core ist das Einstiegsmodell mit Heckantrieb, leistet 422 PS und hat eine Batteriekapazität von 75 kWh und eine WLTP-Reichweite von bis zu 480 km. Von 0 auf 100 schafft er in 6 Sekunden. Der Long Range hat auch Heckantrieb und wie es der Name schon sagt, hat er eine längere Reichweite von bis zu 615 km. Mit 422 PS und beeindruckenden 100 kWh macht er 0 bis 100 ebenfalls in 6 Sekunden. Zu unserem vorgestellten Modell, der Privilege AWD, da haben wir einen Allradantrieb, 646 PS mit 710 Nm Drehmoment, 100 kWh Batteriekapazität und eine Reichweite bis zu 543 km. 0 auf 100 schafft er in impressively 3,8 Sekunden. Der Zeekr 7X ist 4,78 m lang, 1,65 m hoch und 2,10 Meter breit. Wir haben hier hinten eine wunderschöne, durchgezogene Lightbar, was mega cool aussieht in der Nacht. Wir haben hier oben das Bremslicht. Super wide, es sieht doch mega futuristisch aus. Und was ich ganz cool finde, ist, da hat es nicht so einen Deckel, der sich Scheibenwischer nennt, aber es hat einen Scheibenwischer und der befindet sich da drunter versteckt. Und da wird das Auto geladen. Wir haben einen Starkstromlader, DC und AC für die Heime. Und in nur 13 Sekunden soll der von 10 bis 80% aufladen. Super schnell. Werfen wir doch mal noch einen Blick in den Kofferraum hinein. Mit einem Knopfdruck öffnet er sich von selber. Da haben wir ein Volumen von 539 Liter und einen Zwischenboden. Das heisst, du kannst hier aufmachen und nur mehr Stauraum für deine Sachen vorfinden. Das ist auch noch fancy, da hat es Magnet, also das kannst du umklappen. Wir haben hier hinten einen 12 Volt Stromanschluss. Und was dieses Auto wahrscheinlich nicht hat, sind die beiden Knöpfe. Weil es ein Luftfahrwerk drin hat, kannst du mit diesen Knöpfen Hinterachse senken lassen. Und wie die meisten Elektroautos hat er auch einen Frank. Aber wo macht man den auf? Nicht da, sondern mit Touchscreen. Wieso heisst der eigentlich Frunk? Es ist nichts anderes als ein Front Trunk. Schauen wir mal rein. Ich habe schon grössere Frunk gesehen. Weil das jetzt die Allrad-Version ist, haben wir da einen kleineren Space von 42 Liter Volumen. Beim Heckradantrieb ist er ein bisschen grösser, dann haben wir 66 Liter. Der 7X hat ganz viele Partytricks. Fangen wir mit den Aussentüren an. Automatisch auf Knopfdruck. Automatisch schliessen sich die Türen auch wieder. So geräumig da hinten. Ich bin knapp 1,60. Ich habe immer Platz, aber schaut mal euch das an. Auch ein 2 Meter grosser, stämmiger Mann würde da sehr komfortabel sitzen. Ich kann mit einem Knopfdruck Rollos aufladen. In jeder Ausführung vom 7X kommt standardmäßig ein riesiges Panoramadach mit verschließbarer Sonnenblende. Ich kann die Sitze verstellen nach hinten. Und ich wünschte, dein Füdli könnte das gerade spüren, wie weich das ganze Sitzpolster ist. In der Mittelkonsole haben wir Trinkhalter. Wir haben Möglichkeiten zum elektronische Geräte aufladen mit USB und USB-C. Es hat richtig viel Stauraum. Einerseits die Tasche, die kennt man auch von anderen Fahrzeugen. Wir haben hier ein kleines Fach. Aber jetzt schaut mal. Darunter
hat es noch mehr Schubladen für Warnwesten oder wenn du Kinder hast, für Zeichnungszeug, Papier und Stift. Es hat Isofix schön integriert. Da drunter, das kannst du den Kindersitz reinstecken. Und einfach all in all ist es ganz gediegen, gemütlich und wie in einer Luxuskutsche. Und jetzt schauen wir mal das von vorne an. Zu meiner Überraschung so gut wie kein sichtbares Hartplastik. Wir haben alles andere als Hartplastik. Wir haben hier Kunstleder mit sogar einer farbigen Naht. Fühlt sich alles sehr, sehr wertig an. 2 Ladeflächen für Passagiere und Fahrer mit Kühlung. Ein richtig grosser Screen, was bei den modernen Autos nicht wegzudenken ist. So gut wie kein Lag. Wow. Sie haben aber doch ein paar haptische Knöpfe zum Drucken, die sich sehr wertig anfühlen. Was ein bisschen schade ist, Klimaanlage, Heizung, AC, das muss man alles mit Touchscreen bedienen. Reden wir über den Stauraum. Wir haben eine Schublade, wo du alles Mögliche reintun kannst und auch Flaschen kannst fixieren. Das Ding, die Armlehne, kannst du auf beide Seiten aufmachen. Und Achtung, ich kann mit meinem ganzen Arm da runterlangen. Also für eine Champagnerflasche hat es da locker easy Platz. Da unten hat es noch mehr Fläche für ein Handy oder ein iPad mit Ladebüchse. In dieser Armlehne hat es auch noch ein Fach versteckt, das ich finde, ist perfekt für eine Sonnenbrille oder ein Handy. Zum Lenkrad finde ich es super smooth. Es ist nicht kreisrund. Es hat da oben 12 Uhr Markierung. Es hat nicht allzu viele Knöpfe, was mir persönlich noch gut gefällt. Lautstärke, Liedskippen, alles was du brauchst. 360-Grad-Kamera mit einem Knopfdruck. Rückwärtsneutral und Drive kannst du hier hineinstellen und P, wenn du im Parkmodus bist. Wir haben sogar ein grosses Head-Up-Display, das man an- und abstellen könnte. Was mir gut gefällt, ist, dass der Display da hinten gar nicht so groß ist, weil wir haben ja da schon einen mega grossen Screen. Da wird einfach angezeigt, was du musst wissen. Wie schnell, wie viel Reichweite. That's it. Und ein grosses Lob an die Lautsprecher. Wir haben 21 Lautsprecher in dem Auto, die mich ein bisschen an Burmester erinnert. Schön mit Metallverkleidung, kein Plastik. Ein weiterer Partytrick, wenn man aufs Bremspedal drückt, geht die Tür zu. Jetzt zum Infotainment. Wir haben hier genau das Auto visualisiert, wie er auch gebackt ist, mit orangen Bremsknöpfen und green Lackierung. Da, wenn ich so swipe, es ist einfach herrlich. Er reagiert so smooth, ohne Lag, wunderbar zum Bedienen. Wir haben hier Türen offen, wir können hier Heckklappen aufmachen, wir können den Front öffnen. Seitenspiegel einklappen, Fenster runterlassen, alles wird von hier aus gesteuert. Wir haben verschiedene Modus und die finde ich richtig cool. Wir haben den Fahrzeugwaschmodus. Was passiert da? Alle Fenster gehen zu, alle Türen gehen zu, sodass ja einfach kein Wasser ins Auto reinkommt. Wir haben einen Haustiermodus, wo die Lüftung gut zirkuliert wird. Einen Campingmodus, wo die Rollos raufgehen und das Schiebedach vom Panoramadach zugeht. Und das ist mein Favorite. Stressabbaukabine. Was passiert da? Das sehen wir jetzt. Start Ruhe. Hola! Er fährt in eine bequeme Ruheposition. Oh, es dunkelt alles ab. Und es ist dunkel geworden. Der Bildschirm ist ab, die Lichter sind ab. Das ist der Ruhemodus. Was kann das sonst noch? Man kennt es wie von üblichen Autos. Wir haben 360-Grad-Kamera. Was ganz cool ist, wir haben von allen 4 Felgen eine Kameraansicht, sodass du wirklich keine Chance hast, um das zu scratchen. So, finally hocken wir hinter dem Lenkrad und testen mal, ob die auch performt. Was mir gerade als erstes auffällt, er fährt sich mega ruhig, aber auch akustisch. Man hört fast kein Windgeräusch von außen. Die Stärke der Rekuperierung kann ich da leider nicht irgendwie am Lenkrad einstellen, sondern muss ich da umswipen auf dem Touchscreen, was ich jetzt eher unpraktisch finde. Da kann ich einstellen, ob er auf Standard oder auf stark soll rekuperieren. Wir haben hier ja ein Luftfahrwerk, das heisst, er dämpft sehr gut alle Bodenwellen ab. Ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr erwartet, aber es ist Kritik auf höherem Niveau. Das Luftfahrwerk kann man auch hier beim Bildschirm verschiedene einstellen auf Standard, stark, mittel, niedrig. Alles kannst du einstellen auf dem Border-Computer.
Also er kommt sehr gut weg vom Fleck. Die Beschleunigung ist sehr gut. Das ist halt durch das, dass es kein Turbo hat, durch das, dass er nicht Luft ansaugen muss. Es ist ein reiner Strom, also er wird angetrieben von einer Elektrobatterie und da hast du zack, Beschleunigung, du drückst aufs Gas und immediate Power and Speed. Wir sind ja jetzt in der Allrad-Version, das heisst, er hat 646 PS, was sehr, sehr viel ist, finde ich. Mein Fazit zum Zeekr 7X ist sehr, sehr überraschend positiv. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das Auto so gut gefallen würde. Ich sehe sehr, sehr grosses Potenzial. Er gefällt mir optisch sehr gut. Die Ladeleistung, die Ladezeit überzeugt mich. Und er bietet mega viel, für was er kostet. Und jetzt liegt es an dir. Willst du so einen holen? Schreib es in die Kommentare. Lass dich überzeugen. Vereinbar eine Probefahrt beim Emil Frey Dealer. Und schau nächstes Mal wieder in den YouTube-Kanal rein.